ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute ein mega gutes Rezept für euch. Und zwar zeige ich euch heute eine Milchreistorte mit Erdbeeren. Dafür brauchen wir einen Biskuitboden. Meine hier hat 26 cm Durchmesser. Wie der funktioniert, das schreibe ich euch unten in die Infobox rein. Ja, und dann geht es auch weiter mit dem Milchreiscreme. Dafür brauchen wir 200 Gramm Milchreis, 1 Liter Milch, etwas Vanillepaste, 130 Gramm Zucker, 7 Blatt weiße Gelatine, 400 Milliliter Sahne und 2 Päckchen Sahnesteif. Und für die Verzierung brauchen wir so ungefähr ca. 400 Gramm frische Erdbeeren, 1 bis 2 Esslöffel Zucker, Schokoladenraspeln in weiß und in dunkel, also braun, und ein paar gehackte Pistazien. Los geht's! Als allererstes müssen wir einen Milchreis kochen. Dazu gebe ich den Liter Milch in einen Topf, lasse das Ganze aufkochen und da kommt dann der Milchreis hinein. Das Ganze kurz verrühren und dann darf er so gute 30 Minuten quellen. Also das heißt, Ofen ziemlich runterschalten und dann quellen lassen. Wichtig ist, hat man jetzt hier gerade gesehen, er bildet eine Haut, immer wieder umrühren. Geht auch in der Zeit gar nicht so weit weg, denn nicht, dass er euch einbrennt. Also ihr braucht einen richtig guten Topf dazu. Ja, jetzt kommt, also so, ich würde mal sagen, so ungefähr 10 Minuten vor Schluss kommt der Zucker damit hinein und die Vanillepaste. Also beides. Das wird dann verrührt und darf dann nochmal so gute 5 Minuten mitquellen, sodass der Zucker sich halt auflöst und sich in den kompletten Milchreis verteilt. Wem die 130 Gramm zu viel sind, der kann auch weniger hineingeben. Also der Zucker dient wirklich nur für die Süße des Milchreis. Hier habe ich jetzt meine Gelatine. Die gebe ich in ein kaltes Wasser. Da darf sie 5 Minuten quellen. Und nach den 5 Minuten kommt die einfach in meinen fertigen Milchreis mit hinein. Also einfach rein, Herd bitte ausmachen oder am besten vom Herd nehmen und dann die Gelatine darin auflösen lassen. Also das geht beim heißen Milchreis ganz schnell. Ja, und wenn dann die ganze Gelatine verarbeitet ist, darf mein Milchreis jetzt auskühlen. Weiter geht es jetzt mit der Sahne. Die 400 Milliliter Sahne schlage ich mit den beiden Päckchen Sahne steif. So sah sie dann aus. Die brauchen wir dann auch gleich. Hier ist mein, ich würde mal sagen, fast ausgekühlter Milchreis. Also er war nicht ganz kalt, aber ich würde sagen lauwarm, das passt auch. Da gebe ich jetzt die Sahne mit hinein und das Ganze wird verrührt, untergehoben, besser gesagt untergehoben. Durch das, dass mein Milchreis noch lauwarm war, wurde das Ganze etwas flüssig, aber das ist vollkommen in Ordnung. So sah es aus. Also man sieht, es ist schon ziemlich flüssig. Den lasse ich noch mal kurz so 5 Minuten stehen. Jetzt habe ich hier meinen Boden, da habe ich einen Tortenring darum gestellt und da kippe ich jetzt einfach den ganzen Milchreis hinein. Achtet bitte darauf, dass euer Tortenring auch wirklich dicht ist, nicht, dass es unten dann rausläuft. Ja, dann habe ich das Ganze noch ein bisschen gleichmäßig, wie sagt man, ja, ein wenig so hin und her gekippt, dass das alles so schön eben wird. Und dann darf das gute Stück für gute 6 Stunden in den Kühlschrank. Nach dem Kühlen sei so aus, also man sieht, es ist richtig gut fest geworden. Dann habe ich hier meine Erdbeeren. Die habe ich gewaschen, das Grüne abgeschnitten und dann einmal halbiert. Und dann lege ich einen Rand entlang auf meiner Torte. Wer möchte, kann mehr legen, aber ich wollte jetzt einfach nur eine Reihe Erdbeeren haben. Die restlichen Erdbeeren habe ich püriert. Also richtig gut pürieren. Wer mag, kann sieben. Ich wollte es nicht sieben. Hier kommt noch so 1 bis 2 Esslöffel Zucker hinein. Ihr könnt ihn aber auch weglassen, wenn ihr gar keinen Zucker mehr drin haben wollt. Und dann gieße ich das Ganze obendrauf einfach. Und durch das, dass ich eine Reihe Erdbeeren gelegt habe und die ziemlich eng aneinander liegen, läuft mir das Erdbeerpüree nicht hinunter. Also meine Erdbeeren halten das Ganze auf.
so sah das Ganze dann aus. In die Mitte habe ich dann noch so Schokoladenraspeln gestreut, und zwar also weiße Schokolade und braune Schokolade. Und dann habe ich den Tortenring entfernt und man sieht, es läuft nichts runter, weil eben die Erdbeeren das Püree aufhalten. Ja, und damit noch ein bisschen Farbe reinkommt, sieht man hier, habe ich dann noch am Rand entlang gehackte Pistazien draufgestreut. Ja. Und dann war meine Torte auch schon fertig. Also die ist so lecker. Mein Gott, ist die lecker. Ich hätte sie am liebsten ja schon komplett ganz aufgegessen, aber das darf ich nicht und das hätte ich auch gar nicht geschafft. Aber die war wirklich richtig gut. Also ich kann sie echt empfehlen. Wer Milchreis mag, der wird sie lieben. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.